Also so viel wechsle ich dann nicht, wenn es einfach stimmt. Wenn es stimmt, brauche ich nichts anderes. Ich bin nicht der hier Bäumlein wechsel dich und ich muss anderen was anderes haben. Überhaupt gar nicht. Wenn ich zufrieden bin, bin ich zufrieden. Du bist ja kürzlich von Meinl zu Sabian gewechselt. Wie kam es denn dazu? Instrumente in einer bestimmten Liga sind alle super. Also ist ja egal, ich kann jetzt sämtliche Namen einfach nennen. Zildjian, Peiste, Sabian, Meinl, Istanbul, was weiß ich, you name it, bei den Becken zum Beispiel, was den Wechsel anbetrifft. Es ist eine persönliche Geschichte in der Zusammenarbeit zwischen Menschen. Und da habe ich halt festgestellt, und auch ein Image, was eine Firma kreiert. Und das ist halt bei Meinl so gewesen, die haben halt Leute im Roster und vom Image her, ich habe mich da nicht wohlgefühlt. Es hat zu mir nicht wirklich gepasst. Ich habe festgestellt, dass nach 4 Jahren, dass es zu mir nicht wirklich passt. Und dann habe ich meinen alten Freund Christian Koch wieder angerufen, der ja der Deutschlandchef von mehr oder weniger von Sabian ist, ob wir nicht zusammenarbeiten wollen, weil der war mehrmals bei unseren Konzerten aufgetaucht, obwohl ich eigentlich gar keinen Deal mit dem habe. Und war immer sehr interessiert. Und das finde ich gut, weil das Interesse gegenseitig. Also ich habe Interesse an der Firma, finde die Produkte natürlich toll. Das ist natürlich klar, in der Liga, die machen natürlich wieder andere Produkte, aber es passt zu mir und die hatten die richtigen Becken auch da. Ich habe die dann ausprobiert und dann habe ich gesagt, nee, hier fühle ich mich mehr wohl, auch in dem ganzen Künstlerroster, was es bei Sabian gibt, im Classic-Rock-Bereich, wo ich seit 40 Jahren tätig bin und habe mich dann mehr zu Hause gefühlt. Deswegen habe ich gewechselt. Mit Geld oder irgendwelchem Business hat das nichts zu tun. Eigentlich nur mit Persönlichem. Also Meinl hatte mich gefragt, was ist denn wer? Ist es der Service? Sind es die Instrumente? Ich sage, es ist der Spirit. Der Spirit, der Geist stimmt nicht für die Zusammenarbeit. Deswegen bin ich da gewechselt. Ich meine, als Beispiel, wie gesagt, habe ich auch vorhin erwähnt, schon mal mit DW bin ich jetzt im nächsten Jahr 10 Jahre. Also so viel wechsle ich dann nicht, wenn es einfach stimmt. Wenn es stimmt, brauche ich nichts anderes. Ich bin nicht der hier Bäumlein wechsel dich und ich muss anderen was anderes haben. Überhaupt gar nicht. Wenn ich zufrieden bin, bin ich zufrieden. Und welche Becken spielst du jetzt von Sabian? Worauf hast du dich quasi... Also ja, das meiste ist aus der Artisan-Serie. Das sind von links nach rechts ist das ein 19er Artisan Crash, 20 Artisan Crash. Das ist ein Legacy Heavy Ride 22. Das ist ein 18er Crash. Und das ist ein 22er Light Ride Artisan als Crash. Und dies ist ein 20er HHX. Was steht denn da drauf? Wie heißt das? Ozone. Eine Ozone Ride heißt es sogar. Das ist ein Ozone Ride, ein 20er Ozone Ride für als Special Effekt. Das habe ich so komisch da stehen, weil ich da von hier aus dann besser drankomme. Wenn es zu tief wäre, und ich habe das nicht gerne so hoch hier. Das ist auf dem Bild. Ich habe die Becken relativ tief im Verhältnis, wie ich sitze. Und dann habe ich das hier so im Grunde umgekehrt gemacht, so geklappt. Und so haue ich mehr auf die Kante. So von meiner Position aus, wie ich sitze. Das ist eine 15er Artisan Side Hi-Hat, die ich nur offen spiele, nur offen. Die ist so offen. Die bleibt auch offen. Ich habe da kein Pedal für, das ist also so eine X-Head, also keine Remote-Head. Und das ist eine 16er AAX Explosion Head, 16 Inch. Ich bevorzuge große Hi-Hats, weil die haben eine bestimmte Tiefe, aber die tiefere, also HHX oder was ich mal probiert habe, 16er, die war mir dann zu dunkel. Die hatte keine Tech mehr, keine Brillanz mehr. Und die AAX, die sind heller. Und dann aber trotzdem groß. Also sie sind hell genug und trotzdem haben die diesen Bottom, den ich brauche. Die sind nicht smooth, die sind nicht so bissig und trotzdem sind die hell genug, aber dunkel genug, um nicht so viel Übersprache aufs Snare-Mikrofon auch machen. Weil ich schon ziemlich dann reinprügel und dann auch relativ offen spiele. Oft. Sind beide relativ dunkel. Ne? Und das Set ist eine 24 mal, eine klassische Größe, 24 mal 14 mit einem Woofer davor. Ich weiß nicht, wie der ist, 8 Inch oder was, 12 Inch, ich kann ja 8 Inch laufen.
8-Inch Woofer 24. Tom ist ein 12x9 und 14x12 und 16x14. Also keine klassischen Größen, sondern kürzer bei diesen Toms. Ist Wegen der Attack quasi. Ja, ist Cherrywood, ja. Ich mag die einfach kürzer lieber. Und wenn ich schon so dicke Fälle spiele auch, dann wird mir das zu... Hier auch dieser Attack von der kurzen Bassdrum ist einfach schneller da. Mehr Attack, höre ich mehr bei dem Krach, den wir spielen auch. Wir haben sehr viel Power, sehr viel Bottom-End auf der Bühne schon. Aber auf dem Hörer, da habe ich auch schon mal gedacht, könnte ich die Toms auch ruhig mal höher stimmen. Aber das stört mich, ich habe mal so Fälle drauf gemacht, höher gestimmt, und das stört mich auf dem Kopfhörer. Wenn ich einen normalen Monitor hätte, würde das vielleicht, aber auf dem Kopfhörer klingt mir das dann, da muss ich mehr den Sound hören, wie das auch am Lautsprecher schon klingt. Und deshalb wahrscheinlich die Pinstripe. Ihm ist das vielleicht manchmal schon zu tief unten, da muss er vielleicht ein bisschen Höhen drauf drehen, aber auf dem Kopfhörer ist das angenehm für mich als Spieler. Hier ist ein normales, das ist ein Pinstripe, hier ist ein Coated, was ist das für eins? Einfach nur ein CS Coated, das ist kein X. Nee, das ist ein Unix. Nee, ich habe vorhin ein X drauf gehabt, aber ich weiß manchmal nicht, was er da drauf macht. Die ist einfach nur ein Coated mit CS, 9000er Pedale. Achso, und Elektronik spiele ich jetzt nach neuestem das Roland TD30 mit für uns zusammengestellten Sounds, die wir aus den einzelnen Teilen uns zusammengestellt haben, wie wir das wollen. Das sind jetzt keine Preset-Sounds. Das war manchmal ein bisschen kompliziert mit der Dynamik, das einzustellen, vor allem wenn man sich mit dem Gerät noch nicht so auskannte. Die haben uns das sofort, Hauke Lang hat uns das zur Verfügung gestellt, fingen wir an, während der letzten Proben, der letzten 3 Tage, rauszufinden, was ich da jetzt genau brauche, und für 3, 4 Songs, wo ich das Zeug benutze. Auch bei Mädchen aus Ostberlin oder Horizont spiele ich hier den Sidestick nicht hier, sondern ich spiele ihn hier. Das hat mit dem Stadion zu tun. Hier unglaublich viel Übersprache. Wenn ihr den so laut macht unten, dass ihr den vernünftig klack auf dieser PA vor 60.000 Leuten, ist ihm zu viel Übersprache, da kommt zu viel Müll rüber über die Mikrofone. Und da habe ich gesagt, okay, dann spiele ich diese Rims klack hier auf diesem Rim. Das ist total elektronisch, ist genauso wie Tambourine. Das ist auch mal so ein Problem. Ich habe immer Side-Tambourine, hier eins und da eins. Hier habe ich dann noch eine Cowbell für Johnny Controletti, spiele ich so eine Art von Honky-Tonk rum, Stones Groove, tak, 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 bum, bap, bum, bum, tak, 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 tak. Und die ist halt auch elektrisch. Wegen Übersprache, Becken, Overheads, keine Ahnung. Wir benutzen ja keine Overheads hier, das ist wegen der Leinwand auch, wegen den ganzen Einspielern, sondern wir benutzen ja Underheads sozusagen. Wir haben also die Mikrofone von unten, die Cymbals von unten abgenommen. Okay. Und da sind die Overheads praktisch. Und du bist quasi Sennheiser, so wie ich das sehe. Oder ist das jetzt nur... Nö, ich bin Sennheiser. Absolut. Ja, Reitbecken extra abgenommen. Ich weiß jetzt manchmal, wie die das dann alles machen. Aber hier, die Hi-Hat ist extra, das Reit ist extra. Und die sind hier links, rechts, die Hi-Hat ist wieder extra. Und dann hier ist nur für Count-in Only. Das heißt, es ist eine leise Nummer. Ich muss hier durch Stadion nicht den Keyboard und losschreien. 1, 2, 3, 4. Ich habe hier eine Cowbell drauf, die keiner hört, außer wir auf dem Kopfhörer. Dann mache ich. Und dann fangen die an zu spielen. Das hört halt keiner. Mit dem Geschrei von den Leuten sowieso nicht. Du hörst ja auch nicht das jetzt, was ich jetzt hier mache. Und hier ist ein Shaker für leise Nummern und eine Cowbell für lautere Nummern. Nur als Count-in. Hier ist nur eine Snare, eine Side-Snare drauf, eine hohe Snare. So eine Art Reggae-Sound. Und hier ist halt der Rim immer drauf. Und hier sind 2 verschiedene Tambourine. Ein offenes Tambourin, was mehr Schelle hat. Und hier ein kürzeres. Auf dem Rim ist ein kürzeres und hier ein längeres. Bei einer Nummer spiele ich dann hier. Und dann spiele ich diese Bassdrum hier, die einen bestimmten Sound hat. Bei einer Nummer, die heißt die einzige neue Nummer im Set. Wir werden jetzt Freunde. Da spiele ich nur Elektronik-Drums. Das spiele ich hier so über Kreuz. Spiele ich das hier. Ist ein bisschen unbequem. Hier das Pad zu machen, war zu viel Platzwegnahme. Auf dieser Knochen hat nicht die Dynamik für das Tambourin. Für den Tambourin-Sound und auch 2 Sounds war schwierig zu spielen auf dem einen Ding. Ich sage, okay, dann bleibt das ein zweites Tambourin und bei einer anderen Nummer wird es eine Cowbell. Dann habe ich das hier dran gemacht.
So ein Pad oder auch das Teil. Und vielleicht hier das Tambourin spielen zu können mit diesem Pad. Aber dann habe ich, wenn das hier dran geschnallt ist, habe ich hier eine Übersprache auf das Bassdrum-Mikrofon hier drin. Dann haue ich da drauf und der Surface, nur das macht schon Boom, Boom, Boom auf das Bassdrum-Mikrofon. Also das ging nicht. Es ging weder da drauf, auch mit dem extra Ständer hier durch. Kam extra Trigger zustande, weil wenn ich dann die normale Bassdrum gespielt habe, hat der plötzlich zu viel mitgetriggert. Wenn ich den Threshold so eingestellt habe, dass der nicht mehr mitgetriggert hat, hatte mir das Feld zu wenig Dynamik. Mit den Ghost Notes. Das war mir dann zu wenig. Von leise auf laut. Insofern, bis es dann hier so geblieben und dann spiele ich das eben. Also bis auf die Hi-Hat und die Becken ist es dann ein Hybrid-Set für diese Nummer. Und Horizont benutze ich dann nur den Rim, das andere ist akustisch. Reeperbahn ist diese Nummer mit Jan Delay. Da spiele ich im Vers dann eine Mischung wieder Hi-Hat und dann Electric Snare und das ist so ein Ruf. Und im Refrain ist dann Open Hi-Hat und da gehe ich auf die richtige dicke akustische Bassdrum. Da geht dann der Refrain so auf. Und da hat man mehr so eine Art von Maschinensound im Vers und den spiele ich dann halt. Und dafür benutze ich eigentlich die Elektronik. Und für die Count-Ins hier im Studio, im Stadion, ist es ganz angenehm. Dann braucht man nicht immer so schreien. Da hört ja keiner was. Du hast hier 40.000, 50.000 Leute am Schreien. Und dann, 1, 2, und der kriegt One nicht mit. Und dann hört er nur noch, und dann steigen die falsch ein. Und diese Cowbell, die haben die laut auf dem Kopfhörer. Die hören die immer sofort. Aber ich habe festgestellt, dass ich trotzdem immer noch am Schreien bin. Weil das gehört irgendwie dazu. Ja, gut. 1, 2, das ist Adrenalin. Das ist halt Rock'n'Roll. Ja, genau. Aber dann kriegen sie wenigstens hier noch eine laute Cowbell mit auf dem Eurer. Und das ist so der Setup, den ich hier für diese 33 Nummern, 33 Songs, sehe ich gerade. Und ist das quasi auch dein Setup so für Peter Maffay oder hast du dann komplett anderes? Ja, ist nicht komplett anders. Ich habe ein anderes Schlagzeug da. Ich habe jetzt mein goldenes da gespielt. So ein Orange Burnt Maple DW, was hier das gleiche war. 12, 14, 16, ein Snare. Hier ist nur akustisch. Keine Elektronik-Schlagzeug, alles nur akustisch. Und die Becken ähnlich jetzt. Ja, hier hatte ich einen China bei Maffay, jetzt habe ich hier ein normales Crash. Ansonsten wechselt das nicht so viel mehr. Also ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, hier jetzt plötzlich 2 Hängetoms zu haben oder dass ich sowas noch wechsle. Ich wechsle wo mal, ob da eine zweite Bassdrum steht oder gar keine oder eine elektrische. Ob hier eine zweite Hi-Hat ist oder ob mal nicht. Was ich brauche, das benutze ich dann. Und wenn ich was nicht brauche, dann schneide ich es auch nicht an das Schlagzeug dran. Also das ist wirklich alles in Benutzung, was ich dann spiele. Bei Maffay auf der Hallentour hatte ich nur 3 Brecken. Das waren 3 22er Reitbecken. Gar keine Crashes, sondern die Ride habe ich als Crash benutzt, sondern irgendwelche Jazz-Sin-Rides. Die konnte ich dann als Ride und als Crash, alles klar. Da wollte ich mal so ein ganz kleines Set spielen. Das war eine 20er Bassdrum, 12 und 16 Toms, nur 2 Toms, 2 Snares, kein Doppelpedal, ein einfaches Pedal, 3 Becken mit 2 Hi-Hat, die hatte ich da. Und das war das. Und auf einem riesen Reiser, dieses ganz kleine Schlagzeug. Und ich als riesiger Typ dahinter, das ist wie so ein Kinderschlagzeug, aber mit so einem Sound. Das war auch fantastisch. Das habe ich dann mal gewollt. Das war so eine Herausforderung für mich, auch hier keinen Tom mehr zu haben. Noch weniger und mehr innovative Ideen zwischen den 3 Trommeln, die man dann oder 1, 2, 3, 4, die man dann zur Verfügung hat. Weil du spielst ganz andere Filz. Du bist ganz anders. Du hast hier kein Tom mehr. Oh, scheiße. Was ist das? Hier ist auch kein Crash mehr. Hier sind nur 3 Becken. Okay. Und dann war das eine Herausforderung für mich. Und das habe ich dann ausgereizt. Und dann kann man bei der nächsten Tour, ja, habe ich mal Spaß, wieder so einen Crash mit reinzubeziehen, weil das dann Freude macht einfach. Und dann muss ich halt nicht mehr mit 3 Becken spielen, das ist ja kein Gesetz. Also baue ich dann wieder ein bisschen mehr auf, weil man es dann auch braucht für bestimmte Teile. Dies benutze ich in ganz bestimmten Songs dann. Und ab und zu kommt dieses, wenn ich das reite hier, wenn ich dann richtig hier reinhau, so Who-mäßig, dieses 22er Reit als Crash-Reit, dann kommt das auch oft hier mal dran. Aber das finde ich dann ganz gut. Das macht so einen dirty Sound einfach. Dann sagt er, ey, du kommst da an das Becken ran, soll ich das tiefer machen? Nee, ich finde das gut. Dass das so random mal da dran kommt. So unprogrammiert irgendwie.
passiert halt. Ich fand das ganz gut. So ist das dann. Und bis heute Mittag hatte ich da noch einen Sendshiner hängen. Und das haben wir abgeschnallt, das war mir zu kurz. Die letzten beiden, die ich hatte, das erste war gut, das habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Jetzt habe ich das durchgehauen. Ich habe das durchgehauen in Hannover bei der Generalprobe. Haben wir noch eins? Ja, wir haben noch eins. Das war mir zu kurz. Da hat Christian Koch noch eins geschickt und das war auch noch nicht. Das ist ganz gut, aber das war auch noch nicht. Das hat sich auf der Messe von Jojo Meyer, da sind irgendwelche Autogramme drauf von anderen Trommlern. Erstmal hat mir das nicht gut gefallen, das muss ich nicht unbedingt jetzt hier haben. Das klang ein bisschen besser, aber ich sag, nee, und beim Soundcheck heute hängen wir da mal eins aus dieser Serie noch hin. Du hast doch noch welche. Und hat er mir dann 18er. Ja, soll ich nicht das 18er da und dann 19, 20? Nee, ich will das eben nicht so haben. Ich will das 18er haben. Und dann hier 19, 20. Weil hier mache ich die schnellen Abschläge eher als hier. Und dann habe ich gemerkt, ja, Kasch, da haue ich immer drauf. Und mit dem China immer, das war auch dann immer nervig. Weil das ist so nah dran am Reiz, sodass ich hier immer bin. Und dann kannst du besser so ein normales Crash haben. Und das habe ich heute jetzt Pioniersarbeit heute das erste Mal da hängen. Im Becken, in der Stelle. Also ein kleines auch. Also Ja, für mich klein. Ich wollte gerade sagen, Ich spiele sonst große Becken. Ich spiele nur 2022 eigentlich. Aber jetzt hatte ich mal Spaß dran. Es ist so schnell. Und das setzt sich so unglaublich gut durch hier. Habe ich nicht gedacht. Die größeren sind tiefer im Sound. Und die setzen sich bei manchen Dingen nicht gut durch. Und bei manchen Sachen will ich das auch. Da will ich nicht so einen Beckensound haben. Aber Abschlägen, Pasch, Pasch, so ein Ende. Da ist geil, wenn man so ein kleines hat. Habe ich auch jetzt erstmal wieder festgestellt. Ich war sehr fixiert auf ganz große Becken. Im Moment lockert sich das wieder ein bisschen. Beides. Ihr spielt ja auch vieles mit Einspielern, oder? Hast Ja. du generell einen Klick auf dem Ohr oder gibt Nicht immer. Songs, wo du... Nicht immer, bei vielen Nummern, weil erstmal Sicherheitsgründe und Timing von den Videoleinwänden. Wo welches Video abgespielt wird. Wenn ich mir dann in so einem Stadion, wenn ich da nicht den Überblick habe, wie schnell darf das jetzt sein? Ist es gut? Da habe ich hier mit dem Fußschalter habe ich meinen Alesis, der steht da hinten drin, mit dem langen Kabel da unten drin. Den steuert Benji. Ein Alesis SR16. Das ist eine Maschine, die habe ich mir schon jetzt im Internet ein paar Mal gesichert, weil eigentlich, glaube ich, gibt es die offiziell nicht mehr zu kaufen, da gibt es neue Modelle. Und jetzt habe ich die ganzen alten aufgekauft. Ich habe, glaube ich, mittlerweile 7 oder 8 von diesen Maschinen. Weil diese Maschine hat einen bestimmten Groove. Egal, es ist eine Maschine, aber macht einen anderen Groove als eine Yamaha oder eine Boss oder was aus dem Computer kommt. Wir haben sogar die Maschine, wenn wir aus dem Computer einen Klick haben, haben wir diese Maschine in den Computer aufgenommen. Das heißt, es ist ein Audio-File von dem Klicktrack. Von der Maschine. Weil Katsch, Katsch, das ist eine Cowbell und eine Kabassa. Der Offbeat, der Downbeat ist eine Cowbell, der Offbeat ist eine Kabassa. Katsch, 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 Katsch. Und dann sitze ich mir in der Pocket. Das ist nicht ein Viertelklick, sondern so ein Achtelklick, wo die Kabassa leiser ist als der Cowbell-Schlag. Katsch, 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 Katsch. Das ist mein Klicktrack. Und den habe ich immer. Und den habe ich dann so reinprogrammiert, das ist ein Pattern. Und dann in Songs nacheinander. Das sind dann, also du kannst ja 100 Songs machen. Die Patterns sind hoffentlich lang genug. Bei Candy Jane, wenn wir die 20-Minuten-Version spielen, hört der Klicktrack dann irgendwann auf. Dann muss ich wieder antreten und dann ist der wieder 6 Minuten. Dann startet der wieder. Und bei Songs wie Horizont ist live, die neue Nummer ist live, Mädchen aus Ostberlin, Cello, Andrea Doria, Goodbye Sailor, also bestimmt, vielleicht so knapp die Hälfte ist ganz ohne Klicktrack. Und das andere ist halt, da nehme ich gerne mal die Hilfe in Anspruch. Auch wenn ich plötzlich durcheinander komme. Ich sage, wie war das Tempo jetzt von der Nummer nochmal? Benji, machen wir einen Klicktrack von Blub. Da habe ich hier das Mikrofon, ist mein Talkback-Mikrofon. Da kann ich reinsprechen, weil der sitzt ja immer da unten drin. Man sieht mich schon, aber da kann ich mit ihm reden. Und das hört keiner. Ich sage, mach mir die Gitarre da lauter, mach jetzt mal das. Pass auf, ich glaube, das eine Fell ist gleich durch, gib mir mal ein anderes Snare. Dann kann ich ganz leise mit ihm reden und er hört dann alles. Und macht dann, das ist dieses Mikrofon. Und dann klicke ich manchmal den Klicktrack nur für einen Count-In vielleicht an. So dass okay, das ist das Tempo. Und mache dann wieder weg. Weil ich muss auch ein bisschen eingehen. Manchmal gehen die vorne auf die Rampe und dann werden die natürlich das Delay auch langsamer. Ich muss dann mal ein bisschen drauf eingehen, obwohl das eigentlich Quatsch ist, weil das ist einfach eine physikalische Angelegenheit. Der geht nach vorne, hat ein Delay, der hört die PA mit. Die PA ist nicht der Sound, den ich spiele, im Grunde genommen. Das ist schwierig dann für einen, der keinen Kopfhörer hat. Und Udo hat halt kein In-Ear. Der hört nur über Monitor. Das ist noch wilden Westen. Das ist noch wilder Westen. Also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen mehr. In so einem Wahnsinnsstadion, jetzt ohne In-Ear-Monitoring, das wäre
für mich zu unangenehm. Also es wäre zu viel Krach. Ich bin froh, dass ich das Zeug habe und das bei mir klingt wie eine CD auf dem Kopfhörer. Also das haben wir jeden Tag gleich. Das ist alles einprogrammiert. Im Grunde genommen, wenn man diszipliniert spielt und in der Art genau so spielt, diszipliniert wie jeden Abend, dann hast du auch jeden Abend denselben Sound. Wenn die anderen das auch beherzigen. Ich wollte gerade sagen. Wenn die dann plötzlich Rang machen und der hat dieselbe Lautstärke am Verstärker eingestellt und macht Ruhe. Ja, da kann ich natürlich nichts machen, wenn ausgemacht ist, dass du nur so spielst. Und danach habe ich die Gitarre eingestellt. Dann haut der rein und dann habe ich keine Chance. Also da muss natürlich jeder diszipliniert sein und das ist in den meisten Fällen auch der Fall. Und dann haben wir eine gute Zeit beim Auftritt. Das ist das Ding. Und du hattest noch gesagt, du hast quasi für dein Bass-Monitoring ein besonderes System Genau. am Hocker. Das ist das Porter & Davis BC2-Modul. Was besteht aus diesem grünen Modul, was wir hier unten sehen oder gleich fotografieren kannst oder wie auch immer. Das ist an den Stuhl angeschlossen, einmal an den Stuhl und einmal entweder direkt an das Bassdrum-Mikrofon oder eben, das heißt, das Bassdrum-Mikrofon geht hier rein und dann in den Monitor und in die PA. Oder es ist über den Monitor. Ich weiß nicht, da musst du Benji mal fragen, wie das technisch jetzt hier gelöst ist, habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe gesagt, mach mir das Ding dran und dann manchmal weiß ich nicht genau, wie sie es gemacht haben. Du kannst mit dem Mikrofon direkt rein und dann aus der Kiste raus da rein. Oder eben vom Monitor, der gibt mir irgendwie hier rein und dann greift er das eben von dem Mikrofon ab. Ich habe keine Ahnung. Und das macht halt hier das Bottom End aus von dem ganzen Sound. Da auch Toms. Die Toms, du kannst das so diffizil einstellen, dass ich hier delikat einstellen, dass ich auch die Toms mit rüber kriege ein bisschen. So, dann habe ich die Toms auch ein bisschen vom Sitz her. Die Snare wird ein bisschen schwierig, wenn die ein bisschen hoch klingt. Da müsstest du eine andere Frequenz einstellen, wird schwierig. Aber die Toms kommen immer noch gut mit. Und das gibt mir einfach ein unglaubliches Sicherheitsgefühl. Ich brauche keinen Lautsprecher mehr als Monitor. Ich habe nur In-Ear-Monitoring und dieses System für den Hintern hier in meinem Sitz. Und das ist actually kein Buttkicker, so wie da früher mal eine Spirale drunter war, am Sitz festgeklemmt, sondern ein wirklicher Lautsprecher im Sitz eingebaut. Und das ist der Unterschied. Und deshalb spürst du keine Latenz mehr. Du spielst und hast direkt den Kick im Hintern. Und das ist natürlich Wahnsinn. Und das Teil ist auch nicht so wahnsinnig teuer. Also dieses große mit Sitz und allem drum und dran kostet, glaube ich, 1200 Euro. 13. Das kleine, was genau denselben Effekt hat, auch mit Sitz, aber du hast weniger Möglichkeiten, kostet 600, 700 Euro. Und das ist für jeden, ich kann das nur empfehlen. Also das ist das absolute Hammersystem. Und ich kann es nicht mehr missen. Ich warte auf das Ersatzgerät, weil wenn mir das abfackelt, ich habe nur eins im Moment, wenn das abfackelt, dann muss man durchspielen. Es sind ja jetzt nur noch 2 Auftritte auf der Tour, es sind ja nur 3 gewesen. Hannover, Berlin, Frankfurt, das wird schon halten jetzt. Manchmal wird es ein bisschen heiß und dann habe ich Ausfälle in den einzelnen Schlägen. Das ist dann wirklich wie, als wenn man aus dem Flugzeug springt ohne Fallschirm. Manchmal hart. Aber insofern ist es jetzt alles in Ordnung, glaube ich, für die heutige Show. Und es funktioniert alles und es steht dem nichts im Wege. Handschuhe an und dann geht's los. Trotz Handschuh hier Blasen gekriegt. Aber das ist hier halt Stadion und kein Kindergarten. Was nimmst du für Handschuhe? Golfhandschuhe, ne? Golfhandschuhe. Golfhandschuhe für so einen berühmten Golfer. Über Amazon bestellt. Ganz bestimmte. Ledbetter heißen die. Die sind XL. Und da musst du einmal den linken bestellen, einmal den rechten. Weil die Golfspieler haben nur einen Handschuh. Also muss ich mir einen für Linkshänder und einen für Rechtshänder. Bestelle ich mir beide. Und sind günstiger als Schlagzeughandschuhe. Ah, okay. Sind günstiger. Und seitdem habe ich die immer. Und die halten auch lange. Also die haben gehalten, das letzte Part, eine komplette Tour Maffei und die kompletten Proben bis vorgestern haben die gehalten. Und dann waren sie einfach durch. Die sind dann durch, haben Löcher drin, die sind durchgearbeitet einfach. Eine Tournee, das waren jetzt fast 1,5 Monate, dann sind die durch. Kannst du so weg, durchgeschwitzt, sind einfach durch. Jetzt habe ich ein paar neue seit gestern. Die werden jetzt erstmal wieder halten.